So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute beschäftigen wir uns mit Paperless und der GOBD-konformen Datensicherung. Die GOBD bedeutet einfach die gesetzlichen Vorschriften zur Aufbewahrung elektronischer Akten, dessen Protokollierung und Unvereinbarkeit und so weiter und Aufhebungsfristen. Ist ein interessantes Thema für sich. Ich verlinke euch da nochmal einen Artikel, der ist jetzt hier noch nicht mit dabei, der sich speziell auf GOBD bezieht. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Wir haben bereits ein Video zu Paperless und Datensicherung. Das ist nicht GOBD-konform. Das ist auch in diesem Beitrag dann nachträglich erwähnt worden, weil das Video vorher schon aufgezeichnet war. Und in diesem Video geht es eben um die datenkonforme Sicherung. Der Blogbeitrag und das Video beziehen sich jetzt halt auf die alte Sicherung. Wie stelle ich sie um auf die neue Sicherung? Da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Und wenn du das alte weglässt, das alte Backup aufräumen, dann kannst du auch direkt anfangen mit einer Sicherung neu einrichten. Du wirst mit dem Beschriebenen ganz gut zurechtkommen. Ich werde das jetzt hier auch nicht so trocken runterbeten, wie es im Blogbeitrag ausführlich beschrieben ist, den ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinke. Ebenso wie meine Spendenlinks, falls du diesen Kanal unterstützen möchtest, weil du das gut findest, was ich hier tue. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ich eine Zuwendung bekommen würde. Würde ich mich natürlich recht herzlich bedanken für. Zurück zum Thema. Genau, also das hätten wir schon mal geklärt. Und wir werden auch aufräumen mit dem Unterschied exportieren, also Dokumentexporter und der Backup-Funktion, der eigentlichen Datensicherung. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied und der kann euch unter Umständen auch das Genick brechen. Schließlich ist, wie erwähnt, die GOBD für Behörden, Finanzämter und so weiter da und das Finanzamt, das solltest du auch abklären und offenlegen, so und so falls du deine Akten, ist das für euch so in Ordnung, erkennt ihr das an. Wenn du das nicht machst im Nachhinein, kann es wieder ein bisschen heikel werden, am besten klärt man das einfach im Vorfeld ab, dann ist das geregelt. Der große Irrtum beim Exportieren ist kein Backup. Ich habe unter dem Video, was ich bereits erwähnt habe, Paperless Backup, auch die entsprechenden Kommentare schon drin gehabt. Ich sicher mit Exportieren. Ich habe das auch versucht mit Wiederherstellen. Das funktioniert hervorragend. Ja, mag alles sein, aber Export ist einfach nur das zur Verfügung stellen von Gerichtszeiträumen für Finanzprüfer, benutzbare Daten der Überprüfbarkeit. Wenn ich Backup, also wenn ich mein Paperless mit einem exportierten Dateibestand wiederherstelle, dann habe ich einfach das Problem, dass die Audit-Log weg ist. Das kannst du auch in dem verlinkten Beitrag Paperless GOBD nochmal genau nachvollziehen. Es gibt gewisse Regeln, die du einstellen musst. Unter anderem musst du das Audit-Log aktivieren. Das ist eine Funktion, wo festgehalten wird, wann welches Dokument wie verändert worden ist, was verändert worden ist und so weiter. Diese Audit-Log wäre bei diesem Exportieren weg. Und damit wäre beim Finanzamt und so weiter deine Daten nicht mehr anerkannt. Finanzamt jetzt wieder bloß als Beispiel, weil es eben das maßschlaggebende Ding ist. Es gibt auch noch genügend andere Behörden. Das ist nochmal genau drin, sind des Exporters, Datenpriorität und der Unabhängigkeit sollte das Paperless niemals eingestellt werden. Wie gesagt, die exportierten Berichte, die kannst du, je nachdem wie dein Finanzamt oder deine Behörde das vorgibt, quartalsweise in der Regel oder jährlich in deinem Exportverzeichnis ablegen lassen. Die werden dann in der Systemdatensicherung berücksichtigt und können dann gegebenenfalls eingereicht werden bei dem entsprechenden Institut, nennen wir es mal so. Ein technisches Backup hingegen sichert die gesamte Infrastruktur von außen. Es kombiniert einen konsistenten Datenbankdump, also die PostgreSQL mit exakten Systemverzeichnissen der Docker-Container. Maximale Datensicherheit, Disaster Recovery und die Voraussetzung für DOBD. Das Zeug muss dann nochmal in einen wormsicheren Snapshot abgelegt werden, und zwar auf so einem sogenannten Worm-Laufwerk. Das besagt, auf diesem Laufwerk abgelegte Daten sind nicht mehr veränderbar oder löschbar. In der Regel mietet man sich diese Dienste über Internet an. Ich weiß aber auch von anderen Leuten, die haben ihr NAS entsprechend konfiguriert, dass keiner außer dem Systemadmin rankommt. Dann wäre das auch eine Lösung, wenn dir das Finanzamt anerkennt, solltest du da aber auch generell einfach bestätigen lassen.
Wenn du jetzt natürlich kein Backup bereits eingerichtet hast oder etwas anderes, kannst du direkt ein bisschen weiter runterspringen zu Schritt 3, das neue Shell-Skript anlegen. Da kannst du dann direkt einsteigen, mit der Einrichtung anzufangen. Solltest du doch deine alte Sicherung aufräumen, auch wenn du ein anderes Backup vorher verwendet hast, solltest du hier dann einfach aufräumen. Schalten wir ganz kurz rüber. Also wir haben jetzt hier das alte Backup vorher gehabt. Schauen wir uns ganz kurz an. Da ist die alte Batch-Datei drin. Das haben wir über den Aufgabenplaner von Windows gemacht. Den solltest du löschen. Und das Ganze dann, wo es gebackupt wird, das ist dann hier, also die Backup-Dateien an sich selber. Paperless, da wo du es gespeichert hast, den ganzen Ramschir, den kannst du dann rauslöschen. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich möchte jetzt natürlich noch 3 Monate die alten Sicherungen aufheben, bis die neue Sicherung entsprechend Bestände aufgebaut hat, dann kannst du die auch zippen oder generell auch auf dein Worm-Laufwerk verschieben oder sie sonst irgendwo aufheben. Also wie gesagt, da solltest du deine Platte einfach aufräumen. Das nur als Erinnerung einfach dazu, das Ganze hier einfach ein bisschen ordentlich zu halten. Die Backup-Bat hier unten, die könnt ihr dann natürlich, wenn ihr sie im Scheduler gelöscht habt, hier natürlich auch rauslöschen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. So, dann wieder zurück auf unseren Artikel. Hier steht auch mal beschrieben, eben diese Dateien zu löschen, das ist auch im Skript drin. So, dann musst du das natürlich rsync in WSL installieren. Da gehen wir jetzt nochmal wieder rüber. Das ist eigentlich gar kein großes Ding. Du gehst hier mit WSL direkt in dein Windows Linux Subsystem, also nicht CMD verwenden für Linux, für Windows, kein CMD für Windows verwenden, okay? Und hier kannst du dann einfach entsprechend mit sudo apt update und sudo apt get install rsync installieren. Das ist das Programm, was wir jetzt in der neuen Version verwenden. Hat einfach den Vorteil, es gibt eine Gesamtdatensicherung, wo eigentlich alle Files soweit drin sind. Die nachfolgenden Backups bauen darauf auf und sichern die neu hinzugekommenen oder veränderten PDF-Dateien nicht entsprechend neu oder generell alle Dateien, sondern erstellt einen Hardlink, wenn die Datei unverändert ist, auf das ursprüngliche Sicherungsmedium, also die erste Hauptsicherung. Erst wenn diese abhanden gekommen ist, wird die Datei wieder neu gesichert. Abhanden kommt sie automatisch, wenn sie überschrieben, gelöscht wird. Das kannst du dann im Skript in der Aufbewahrungsfrist einstellen, wie lange das aufgehoben werden soll. Und wie gesagt, wie lange es aufgehoben werden soll, hängt eigentlich von dir ab, welchen Daten du speicherst. So, dann legen wir uns unser Skript neu an. Dafür brauchen wir Nano, unseren Editor. Du kannst natürlich auch VI oder was benutzen, das die halt eben liegt. Dann brauchen wir unsere Backup SH. Den Inhalt der Backup SH, den findest du natürlich im Blogbeitrag, den ich unter dem Video verlinke. Und da kannst du dann deinen kompletten Skript rauskopieren und dann hier entsprechend einfügen. Die Datei an sich selber, die sudo SH, die gehen wir auf dem Bildschirm im Safari durch. Das ist einfacher, als wenn wir uns jetzt hier entsprechend im Nano rumbewegen. Dann mit Ctrl-O und Enter kannst du das Ding speichern und mit Ctrl-Q kommst du da, Entschuldigung, mit Ctrl-X kommst du da wieder raus. So, dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Dann habt ihr vorhin gesehen im Editor ganz kurz drüben Keep Versions, da habe ich 10 drin stehen, Vorgabe ist jetzt hier 3, die solltest du natürlich ändern. 0 würde in dem Fall bedeuten, keine Backups vorhalten, also es wird nichts aufgehoben, keine Person, es gibt immer bloß das Hauptbackup, dauert natürlich Haufen Zeit. Du kannst 10, 200, 400, 100.000 Versionen hier eingeben, je nachdem, wie du es eben brauchst. Das liegt deinem persönlichen Bedürfnis, wie lange du welche Aufbewahrungsfristen oder Vereinbarungen mit dem Finanzamt oder sonstigen hast. Dann haben wir hier die Daten, die wir sichern, die wir beeinflussen wollen. Da ist zum Beispiel jetzt auch EML-Import, also das Tool, was wir zum Konvertieren von EML-Dateien in PDF erstellt haben, mit drin. Da werden also EML-Dateien mit sämtlichen Anlagen in eine einzige PDF-Datei konvertiert, unter Umständen auch mit Trennseite. Sehr interessantes Tool, wird mittlerweile sehr viel verwendet.
Und kann ich nur empfehlen, wenn du da mit Konvertierung und E-Mail und so weiter Sorgen hast, schau dir das mal an. Das wird dir gefallen. Dann hier ist ein bisschen das Natum, die ganze Sicherung einfach durchgelaufen. Und hier kommt dann mit R-Sync und hier werden die ganzen abgearbeitet, die Jobs. Die Reinigung der alten Bestände, also die Backups werden auch gepflegt, das macht er alles automatisch. So, dann müssen wir natürlich noch entsprechend unsere Skriptdatei ausführbar machen. Das haben wir jetzt noch nicht. Wir hatten erst bloß die Datei editiert. Das machen wir mit chmod. Dann brauchen wir +x. Dann ist die Datei ausführbar und dann unsere Shell-Datei, also backup.sh. Dann können wir das Ganze einmal ausführen, damit wir gesehen haben, dass das läuft. Backup.sh, dann seht ihr das auch mal, wie das aussieht. Starte Backup-Prozess, Backup, ne? Da wird ein paar Textmeldungen dazwischen, da kommt dann gleich noch viel, viel mehr. Das jetzt alles durchrauscht. So, die Datenbank ist schon mal durch. Scheint auch soweit funktioniert zu haben, keine Fehlermeldung. Wie gesagt, die Sicherung solltest du natürlich dann im entsprechenden Sicherungsverzeichnis auch noch einmal überprüfen. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Wenn wir hier gerade warten, dass die Sicherung durchläuft. Bei mir wird es hier alles unter Backups gespeichert. Normal immer auf eine andere Maschine, aber da wird ein Partitions-Backup gemacht auf eine andere Maschine. Von daher gesehen ist mir das hier so ausreichend. So, Paperless Backup, da kann ich zum Beispiel meine Datenbank mal anschauen. Und hier ist jetzt mein PostgreSQL-Dump. Wenn ich den jetzt aufrufe mit dem VI-Editor, wird es natürlich super angezeigt. Wenn du den Visual Code Editor nicht installiert hast, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken. Der ist auch wirklich sehr praktisch. Und hier ist also mal so die ganze Datenbank drin. Da sehe ich, dass meine Datenbank auch gesichert worden ist. Könnt ihr jetzt zum Beispiel natürlich noch ganz frech hergehen und sagen, was ist denn mit der Sicherung ß? Werden denn meine Umlaute gesichert? Ne, und da sehe ich noch Verstoß gegen und jawohl, hier sind eigene Alter drin. Ne, also hier kann ich sehen, ß wird gefunden, ß ist in der Datenbank enthalten. Das heißt, mein Zeichensatz ist auch okay. So, hier sehen wir, wie das alles schön brav durchtickert. So, das hier zum Beispiel sind jetzt die Miniaturansichten, die, ist Kollateralschaden, könnte man natürlich jetzt noch ausschließen, aber die sind zu geringfügig in der Sicherung. Da ist echt nicht so, warum sollte man die rauslassen? Lassen wir es einfach mit drin, ist egal. Also wie gesagt, ich weiß das und ich habe jetzt nicht ausgeschlossen. Liegt dir natürlich nahe, dass du das, wenn du das machen musst, kannst. Dann kann ich hier wieder nachsehen, meine Statistiken. Na, dann werden hier noch die anderweitigen Sachen abgesichert. Das ist zum Beispiel das EML to PDF, was hier gesichert wird, das Archiv und das Error. Dann werden natürlich auch noch die ganzen Logdateien mitgesichert. Und da braut sich hier bei Paperless natürlich hier ganz schön was zusammen. Und hier haben wir eine Zusammenfassung der halt den letzten 10 Versionen, weil ich das so eingestellt habe. Backup erfolgreich abgeschlossen, Datum dazu. Und das sollte für unsere Zwecke jetzt auch genügend. Dann wieder zurück auf unsere Homepage. Dann Teil 2 hier nochmal die vereinfachte Anleitung für die komplette Neueinrichtung. Wenn du also nur neu einrichten willst, kannst du das einfach auf die Schnelle hier durchziehen. Ist wie gesagt kein großes Ding. Ja, da ist jetzt Cronjob, aber da kommen wir jetzt dann gleich noch hin. Automatische Einrichtung, dass das eben regelmäßig gesichert wird. Hier ist jetzt zum Beispiel voreingestellt, das ist der Eintrag für Cronjob. Den kannst du unter sudo crontab e kannst du das eintragen. Dann kopierst du dir einfach den String raus und fügst ihn am Ende der Datei crontab e an. Da wirst du eventuell gefragt, ob du einen Editor verwenden willst, dann wählst du einfach 1 Nano aus, ist in der Regel 1 ist Nano, den verwendest du dann eigentlich. Und dann fügst du diesen Code-Snippet hier ein und dann wird deine Sicherung jeden Montag und Freitag um 21:30 Uhr gemacht. So, dann noch kurze Zusammenfassung dazu, Fazit zu GUBD und das soll es eigentlich für dieses Video auch schon gewesen sein. Wie gesagt, hier gibt es nicht viel zu sagen, den Rest verlinke ich eben im Beitrag noch. Die Artikel sind jetzt hier in dem Vorschauartikel natürlich noch nicht drin, aber die bastel ich dann noch mit rein. Verlinke sie dann auch im Video.
Und dann solltet ihr eigentlich alles beieinander haben, was es ist. Wie gesagt, eine Sicherung einrichten ist, wie du hier siehst, wirklich nur eine kleine Sache. Im Prinzip altes Zeug rausschmeißen, wenn du ein altes Backup hast, dann neues Backup einrichten, einmal durchlaufen lassen, den Cronjob einrichten. Ist eine Sache, 10 Minuten ist das erledigt, du bist auf der sicheren Seite. Du hast eine Sicherung, wenn was schief geht, wenn was ist, hast du eine entsprechende Sicherung. Wenn du das mit Export machst, wie gesagt, dann verlierst du im Zweifelsfall dein Audit, also ziemlich sicher, und dann wirst du im Zweifelsfall eben nicht anerkannt mit deinen Akten bei Gericht oder sonst irgendwas, und das kann verheerende Folgen haben. Ne? Das braucht man nicht so sagen. So, gut, das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat und weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig, und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos natürlich für euch in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, würde ich mich über eine Spende sehr freuen. Die Spendenlinks findest du auch am Ende der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme oder Schwierigkeiten mit deiner IT haben, mit deinem Notebook, mit deinem Desktop, mit deinem Server, mit deinem Einplatz, mit deinem Mehrplatz, mit deinem Netzwerk, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen. Einfach Auftrag gegen Rechnung wie in guten alten Zeiten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.